Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es ein Faktenvideo über Gamera. Gamera feierte sein Debüt 1965 im Film Gamera Frankensteins Monster aus dem Eis. Am größten war er in der Heisei-Reihe mit 80 Metern, während er in der Reiwa-Ära mit einer Masse von 800 Tonnen am schwersten war. Insgesamt kam er in 12 Filmen und einer Serie vor. Sein Name leitet sich vom japanischen Wort Kame ab, was Schildkröte bedeutet. Für alle Dragon Ball Fans, das Kamehameha bedeutet so viel wie die Zerstörungswelle der Schildkröte und dem üblichen Ra für Kaiju-Namen. Gerüchten zufolge soll das K durch ein G ersetzt worden sein, damit es sich nicht wie Camera anhört. Während in der Showa-Reihe nicht weiter auf seinen Ursprung eingegangen wird, es gab wohl einen Stein, der wohl aus Atlantis stammte und Gamera zeigte, wurde man in der Heisei-Reihe etwas genauer. Auch dort wird wieder Atlantis als seine Heimat genannt, doch wurde er dort künstlich erschaffen, um die Bewohner von Gaius zu beschützen. Gamera ernährt sich von anorganischem Material wie Feuer, Kohle und Öl und wandelt diese dann in organisches Material um. Dies passiert über einen Ölsack bzw. einen Schmelzofen in seinem Körper. Und zu seinen weiteren Fähigkeiten gehören neben seiner Panzerverteidigung das Fliegen, seine Giftklauen, seine Plasmastöße und die Telepathie. Zudem ist er dazu in der Lage, seinen Schmelzofen zu überhitzen und sich selbst so zu sprengen. Seine einzige Schwäche ist die Kälte. So konnte er im Originalfilm mit Cadmiumbomben und im Kampf gegen Barugon eingefroren werden. Wie bereits erwähnt, ernährt er sich von Kohle und Öl. Doch laut der nicht mehr existierenden Website gamera.jp hasst er Karotten und Zwiebeln. Laut Regisseur Masaki Tetsuo wurde vorgeschlagen, dass im Film Final Wars Gamera tot am Strand liegt und nicht die Kamöba. Das war vielleicht als Rekurskutsche dafür gedacht, dass Gamera im Film Gamera im Kampf gegen Frankensteins Monster einen Plakataufsteller von Godzilla umtrat. Gamera weist gleich mit mehreren anderen Kaiju Parallelen auf. So wurde er wie der Redosaurus durch eine Atomexplosion in der Arktis erweckt. Wie Godzilla wurde auch sein Design durch eine Wolke inspiriert, die Masaichi Nagata während eines Fluges sah. Und zudem hat er wie Mothra eine Verbindung zu einer untergegangenen Zivilisation und kann mit den Menschen telepathisch kommunizieren. Gamera kann in der Stadt Shofu, welche zur Metropolregion Tokio gehört, angetroffen werden. Denn dort befindet sich das Kodogawa Dai Studio. Seit 2017 ist der auf Gamera basierende Gocharu das Maskottchen der Stadt. Der Gamera-Tag wird jedes Jahr am 27. November gefeiert, da an diesem Tag der erste Film sein Debüt hatte. Der erste Gamera-Anzug wog 50 Kilogramm, wobei für die Feuerszenen ein noch schwereres Modell benutzt wurde. Das führte dazu, dass sämtliche Suit-Actor bereits nach kürzester Zeit kündigten und so wurde jeden Tag per Los bestimmt, wer an diesem Tag in den Anzug steigen musste. Beide Anzüge wurden übrigens durch die Yagi-Brüder angefertigt. Bei fast allen Showa-Filmen führte Noriaki Yuasa Regie. Die Ausnahme bildet Gamera gegen Barugon, Frankensteins Drache aus dem Dschungel. Bei diesem Film war er für die Spezialeffekte verantwortlich. Sein größter Rivale ist Gaius. Nachdem sie 1967 im Film Gamera gegen Gaius, Frankensteins Kampf der Ungeheuer, zum ersten Mal aufeinander trafen, traten sie seitdem in 7 weiteren Filmen und in der Serie Gamera Rebirth gegeneinander an. Der 1980 erschienene Film Gameras Kampf gegen Frankensteins Monster hält den Rekord für die am meisten benutzten Archivaufnahmen, die je in einem Kaiju-Film verwendet wurden. Insgesamt sieht man in diesem Film nur ca. 2 Minuten an neuen Gamera-Szenen. Eine Szene davon ist die bereits erwähnte, in der Gamera einen Godzilla-Aufsteller umschubste. Der im Jahr 1995 erschienene Film Gamera Guardian of the Universe wurde zum ersten Mal ein Kaiju von einer Frau gespielt. Yumi Kamiyama schlüpfte in den Anzug von Super Gaius. Gamera ist Namenspate für 2 Schildkröten, die während der Kreidezeit lebten. Sie hießen Seminis Gamera und Gamerabana Sonsala. Der große Erfolg der Filme beeinflusste auch die Darstellung von Godzilla. Da in den Gamera-Filmen fast immer Kinder eine Hauptrolle hatten und sie allgemein als kinderfreundlicher galten, zog auch die Toho nach. So wurde 1967 Minilla eingeführt und Godzilla wurde nach und nach zum Anti-Helden, der ähnlich wie Gamera agierte. Wir hoffen, dass für euch etwas Neues mit dabei war. Bis dann! Es war Frankenstein.